Die AfD, sie sorgt in Thüringen für ein politisches Chaos. Bei der konstituierenden Sitzung des Landtags in Erfurt spielten sich hitzige Szenen ab. Der Streit um die Wahl des Landtagspräsidenten eskalierte. Die anderen im Parlament vertretenen Parteien, CDU, BSW und die Linke, haben nun den Verfassungsgerichtshof des Bundeslandes eingeschaltet, um das weitere Vorgehen zu klären. Noch heute könnte eine Entscheidung fallen. Erst morgen, am Samstag, kommt der Landtag dann wieder zusammen. Vorausgegangen waren regelrechte Tumulte und sogar ein Nazi-Vergleich. Mehr von Isabel Finzel. Im Thüringer Landtag regiert das Chaos bei der ersten konstituierenden Sitzung. Es folgt Sitzungsunterbrechung auf Sitzungsunterbrechung auf Sitzungsunterbrechung. Ich unterbreche die Sitzung für 30 Minuten. Streitpunkt Landtagspräsident. Der muss gewählt werden, bevor es überhaupt um den Ministerpräsidenten geht. Die AfD hat als stärkste Kraft das Anrecht, zuerst einen Kandidaten vorzuschlagen, möchte Wiebke Musal auf dem zweitwichtigsten Landesposten sehen. Für die anderen Parteien ein No-Go. Sie wollen noch vor der Wahl die Geschäftsordnung ändern, der AfD dieses Privileg entziehen. Für den Alterspräsidenten und Sitzungsführer Jürgen Treutler von der AfD nicht rechtmäßig. Die Behandlung dieses Antrags soll demnach erfolgen, noch bevor sich der Landtag überhaupt konstituiert hat. Die Konstituierung des Landtages aber ist nach herrschender Auffassung erst erfolgt, wenn ein Landtagspräsident gewählt ist. Applaus aus den eigenen AfD-Reihen, Einspruch von der CDU. Ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Ich widerspreche. Immer wieder drängen die anderen Parteien auf die Änderung der Geschäftsordnung während der Rede Treutlers. Der reagiert sogar mit Mikroabschaltung. Die CDU klagt an. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Nazi-Vergleiche im Landtag. Und damit nicht genug. Abbruch der Sitzung. Die CDU ruft den Verfassungsgerichtshof an, spricht von verfassungswidrigem Verhalten Treutlers. Das war ein Angriff auf parlamentarische Rechte, auf die Verfassung und auf jeden einzelnen Abgeordneten. Allerdings, so gerne die AfD als Buhmann dargestellt wird, an dem Chaos, so Kolumnist Matthias Brotkorb, sind alle Parteien gleichermaßen schuld. Also die Idee, die Geschäftsordnung quasi nach Tagesform oder Tagesstimmung zu ändern, ist einfach ein grundlegender Fehler gewesen der demokratischen Fraktion, so etwas überhaupt nur zu erwägen. Wenn es da bei den Abgeordneten Zweifel an der Integrität des Kandidaten gibt, dann ist es völlig legitim, auch eine andere Person zu wählen, falls es zu entsprechenden Kandidaturen kommt. Nach der Chaos-Sitzung geht nun die Debatte um ein AfD-Verbot in die nächste Runde. Die heutigen Ereignisse im Thüringer Landtag haben gezeigt, dass die AfD aggressiv kämpferisch gegen den Parlamentarismus vorgeht. Ich denke, dass damit die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren gegeben sind, schreibt Thüringens geschäftsführender SPD-Innenminister. Erreicht hat man an diesem Tag im Landtag nichts. Der Verfassungsgerichtshof soll nun im Eilverfahren entscheiden, wer im Recht ist. Die Sitzung soll schon morgen fortgesetzt werden.